Oh my god, I can't speak! Challenge für diese Woche ist ein bisschen mehr kochen, ein bisschen gesünderes Essen machen, die Wohnung aufgeräumt behalten, weil, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe vor ein paar Tagen die Wohnung richtig ordentlich aufgeräumt. Ich bin sehr stolz auf mich. Und mehr aussortieren. Und warum komme ich da drauf? Weil mich alles nervt und dadurch, dass es jetzt aber hier so relativ ordentlich ist, okay, jetzt gerade nicht, wie ihr seht, weil wir nämlich heute Morgen Pancakes gemacht haben, den zweiten Tag in Folge, weil ich Bock drauf hatte. Und wir haben gestern Abend richtig was gekocht und es danach wieder relativ ordentlich gemacht. Und jetzt gerade habe ich nochmal Bock gehabt, ich mache hier diesen Gurkensalat mit Sojasauce und Sesam und so, weil ich Bock drauf hatte, das zu machen. Und ich hatte so lange keine Lust mehr, in der Küche länger Zeit zu verbringen und so. Und jetzt gerade, ich weiß nicht warum, aber ich habe diese Motivation. Und dadurch, dass es halt so aufgeräumt ist, habe ich auch die Motivation, das wieder ordentlich zu halten. Und deswegen ist das jetzt die Challenge für diese Woche, dass das so bleibt und ich vielleicht noch mehr von meinem Kram aussortiere, weil ich ja voll viel aussortieren möchte. Mal sehen, ob das klappt. Bin gespannt. Mein Nerd. Ja. So, der Salat ist fertig. Und wir werden ihn jetzt probieren. Ich probiere ihn erst, weil ich habe Angst, dass er zu scharf geworden ist. Und wenn es zu scharf ist, dann haben wir hier ein kleines Problem. Mucho caliente. What? Mucho caliente. Very spicy. Oh, I forgot something. Oh. Be right back. Alright. You can cut that out. Hab den Sesam vergessen, der ist sehr wichtig. Einfach nur für die Optik und fürs Gefühl, für den Geschmack nicht wirklich, meiner Meinung nach. Oh! Ha. Easy. Okay. So. Are these But mine? These are mine. I think it's not spicy, so it's fine. Ooh, I have my own chopsticks now. He looks like he hates it. He's like, ugh. I always look like I hate it because I'm thinking. Oh. No, but you made this with your lips like... The consistency is not good. That's what you look That like. was my lips preparing for it to be spicy, but it's not spicy at all. No, I told you it's not spicy. I tried it before and I really gave my best that it's not too spicy. I ate so much this morning, oh my god. Yeah, that's true. Come on, put the thumbnail. For the thumbnail, now you pressure me. Awesome. Thank you. Okay. Es ist wieder Zeit. Wir fahren wieder zum Zug. Zum Zug. Ja, ich hoffe, dass nicht so viel Verkehr ist und wir jetzt ganz gut durchkommen. Es hieß 1,5 Stunden. Mal sehen, ob das hinhaut. Drückt mal die Daumen. Fingers crossed. Yeah, we hope it's not that busy on the road, indeed. Yeah, exactly. See, I can understand a bit German here Yeah, and because you know what I'm talking about. there. Yes, of course. Ja, So I've gotten the guidelines too. That's better. erstes Mal, dass er die Kamera hält. Yeah, Bist ein bisschen stolz, ne? my You're first a bit time. proud now. Yeah, I'm very proud. I got promoted to cameraman. Exactly. Ja, nee, da fahren wir jetzt hin und dann fahre ich wieder zurück und dann mache ich noch ein bisschen Arbeit. Und er Arbeit. auch. Ja. Work. Always. Yeah, I know. Arbeit is good. work. Yeah. Arbeit is Arbeit in Dutch too. Ah, good. It's very funny that it's like similar to German and Dutch. It's like a mix. Yes, some words everything. are almost the same. I say that in like every vlog, but like German is the same thing as Dutch and English, like mixed together. There's sometimes a little bit of French in between. For example, bon appetit. But in Guten Appetit. Guten Appetit. See? Yeah. So that's a little bit of French. But I think that Dutch is mixed out of German and English. Oh yeah. Well, That's then what we I have the same feel like. feeling. Yeah, Yeah. exactly. It's exactly They the just same. borrow each other's words. Ja. Yeah. Angekommen. Dummerweise musste ich pinkeln, voll das Hightech-Klo hier einfach. Ich find's crazy. Ja, wir haben jetzt noch 10 Minuten ungefähr, dann muss er los.
in den Zug. Ich fahre dann mit Pablo zurück, arbeite noch ein bisschen und mal gucken, was die Woche noch so ansteht. Da ist er. Kauft was zu essen. Weil ich voll Hunger habe und ich habe halt nichts. Und er übertreibt es komplett natürlich. So, er ist jetzt im Zug, hat mir noch 2 Croissants gekauft, voll süß von ihm. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Auto. Ja, und dann geht's zurück. Ich esse, ich habe echt Hunger. Ich bin tatsächlich sehr froh, dass er mir die gekauft hat. Also falls du es siehst, danke. Aber ja, ich hätte es auch überlebt ohne, von daher werde ich die jetzt essen und dann geht's auf Reise. Ich appreciate, dass ihr Werbung habt und Geld verdient. Oh, Danke. Danke. Mach ruhig. Immer wenn da irgendwas... Ich weiß es nicht. Spotify hat Diabetes. Ja, ich frage mich jetzt schon seit ein paar Folgen, wer eigentlich Julia ist. Dann ist es jetzt letztens... So leid. Es war so witzig, dieser Mann. Nicht gemerkt. Ich hab's Ja, der Bellomat und ich, wir sind wieder zu Hause. Er hat schon gegessen. Ich esse jetzt das von gestern, die Blumenkohl-Bolognese, die wir gekocht haben. Ich lieb's ja. Ja, und danach mal schauen. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen was arbeiten. Aber erstmal werde ich wohl mit Pablo raus müssen. Ja, du. Ja. Es ist jetzt schon 7:30, also irgendwie wieder der ganze Tag vorbei. Aber da ich, bevor ich Jordan zum Bahnhof gebracht habe, ein bisschen was geschafft habe, ist es okay. Vor allem, weil heute ja sowieso eigentlich mein Off-Day ist. Passiert selten, aber ja, passt schon. Also ich würde mal sagen, bis jetzt läuft das mit der Produktivität eigentlich ganz gut. Ich wasche gerade Wäsche. Einfach mal so zwischendurch. Will jetzt gleich Haare färben, deshalb trage ich mein unglaublich hübsches T-Shirt schon. Und ich war schon in der Stadt, habe mir neue Haarfarbe gekauft heute Morgen. Habe schon das Podcast-Skript fertig gemacht, weil ich das nachher halt noch drehe. Das Videoskript, was ich drehen will. Und dann ist mein Plan, jetzt gleich während die Haarfarbe einwirkt und dann wahrscheinlich auch danach noch, weil die Farbe, also ich färbe ja immer mit Henna und das muss halt mindestens eine Stunde einwirken. Und das ist halt sehr lang, um nichts zu tun in der Zeit. Deshalb habe ich mir... was ist da denn passiert? Könnte was von der Farbe sein. Ich wollte die ja färben in braun und habe es dann irgendwie nie gemacht, weil ich andere Sachen gemacht habe, die dann nicht wirklich funktioniert haben. Anderes Thema. Ja, die Farbe muss eine Stunde einwirken und in der Zeit kann ich dann ja schon mal mit dem Schneiden anfangen. Wenn das dann fertig ist, gehe ich duschen, wasche das aus und alles. Und dann kann ich die Wäsche in Trockner tun wahrscheinlich und ja, noch ein bisschen weiterschneiden oder mich dann halt fertig machen und drehen. Und dann habe ich hübsche Haare hoffentlich wieder. Zumindest so der Plan. Und keine Ahnung, ich habe immer noch viel zu viel diese Woche zu tun. Ich habe wirklich extrem viel diese Woche. Aber irgendwie ist das gerade gar nicht so ein Problem. Also es ist viel, aber das ist gerade irgendwie eine Menge, die mein Gehirn mag. Weil mein Gehirn mag, beschäftigt zu sein und so minimal, so ein tiny little bit überfordert, wisst ihr? Weil dann weiß ich nämlich, dass mir definitiv nicht langweilig wird. Es darf nur nicht zu viel sein. Und ich habe dieses Mal eine richtig gute To-Do-Liste geschrieben. Die ist wirklich richtig gut geworden. Einfach so stolz auf eine To-Do-Liste sein. Aber ja, ich bin stolz auf meine To-Do-Liste und sie ist gut geworden. Und ich drücke dieses Mal auf Start und nicht auf Aus. Wer sich erinnert vom letzten Vlog oder vom vorletzten, ich weiß gar nicht genau.
Ne, ich glaube, es war der letzte. Oder doch der... Egal. Guckt einfach alle Vlogs. Ja, ich bin stolz auf die To-Do-Liste, die ist gut geworden. Ich weiß nicht, ob ich alles diese Woche schaffe, aber es ist auch bei ein paar Sachen nicht schlimm, wenn ich die erst nächste Woche mache. Aber sie stehen jetzt schon mal auf der Liste. Und ich darf sie nur nicht zu lange mit durchziehen, weil wenn ich sie diese Woche nicht mache und nächste Woche nicht, dann sind sie so, okay, sie stehen da halt und ich nehme sie nicht mehr wahr und ich ignoriere sie einfach. So, das ist so ein bisschen, ja, es ist okay, wenn ich ein bisschen was erst nächste Woche mache, aber wenn ich es halt erst übernächste Woche mache, dann mache ich es halt gar nicht mehr. Oder ich muss es aktiv nochmal neu auf die Liste schreiben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ist ein bisschen weird. Ich bin sehr, sehr besonders beim To-Do-Liste schreiben. Vor allem, weil ich häufig eine Liste für die Woche habe und für den Tag. Manchmal aber auch nur für die Woche und dann entscheide ich an dem Tag, was ich mache. Das funktioniert. Was ich sagen wollte, kurz bevor mein Akku einfach alle gegangen ist, dass das nicht so gut funktioniert, wenn ich nur eine Wochenliste habe und dann entscheide, was ich an dem Tag machen will, weil ich dann weniger schaffe, als wenn ich mir einfach mehr vornehme, weil ich dann immer im Kopf habe, oh ja, ich muss noch das und das und das und dann bin ich schneller, weil ich motiviert bin, alles zu schaffen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich mir aber eben zu viel vornehme für einen Tag, dann habe ich auf der anderen Seite dieses Frustrationsgefühl, weil ich eben nicht alles geschafft habe. Ist ein bisschen schwierig, weil ich halt, ja, kein Zeitgefühl habe, Time Blindness und so und dadurch eben dann gar nicht einschätzen kann, was für mich möglich ist, an einem Tag zu schaffen. So viel aber dazu. Ich werde jetzt meine Haare färben und dann versuchen, heute alles zu schaffen, was ich will. Ich mache mir jetzt Henna Freckles, weil habe ich Bock drauf. Und ich habe das vor Ewigkeiten schon mal gemacht, aber irgendwie habe ich damit aufgehört und ich weiß nicht genau warum. Deswegen probieren wir das jetzt nochmal neu aus. Und danach sage ich euch, ob es cool ist oder nicht. Und ich habe ein bisschen Angst, es zu ruinieren. Aber wenn es kacke aussieht, trage ich einfach Make-up und hoffe, dass ich es damit abdecken kann. Ja, ich habe ja vergessen, dass ich Physiotherapie habe heute. Habe ich gut gemacht. Produktivität dahin. Beziehungsweise, ja, ich habe ja Haare gefärbt, habe dann schnell geduscht. Ich habe so Glück gehabt, dass das zeitlich perfekt gepasst hat, als hätte ich es gewusst. Es hätte echt in die Hose gehen können, weil ich war nämlich dann plötzlich so, oh warte, ich habe Physiotherapie, habe ich die Nachricht von meinem Kalender nämlich bekommen, in 2 Stunden. Ich so, okay gut, ich muss noch eine halbe Stunde einwirken lassen, dann habe ich noch eine Stunde, um zu duschen, mich fertig zu machen, dann kann ich losfahren. Naja, ich bin jetzt aber auf jeden Fall auf dem Weg dahin und werde mich beeilen, dann komme ich zurück. Ich habe aber auch nicht gecheckt, ich dachte, ich muss heute ein Video schneiden und Podcast aufnehmen und ein Video aufnehmen und den Podcast dann morgen schneiden und das Video morgen beenden, weil das Video morgen online kommt. Aber ich habe meine Upload-Tage geändert und ich dachte, ich habe die auf Donnerstag geändert mit dem Video statt Sonntag, aber es ist Montag. So, ich habe jetzt aber noch 2 Videos offen, die ich noch posten will, die ich euch noch hochladen will. Einmal zum Thema Meltdown und eins zum Thema Stimming. Und ich habe noch dann heute wahrscheinlich, wenn ich es schaffe, das Video, was ich heute noch drehe zum Thema Produktivität. Also ich bin gerade irgendwie hyper motiviert und gleichzeitig komplett überfordert, weil ich mir wieder so viel vornehme, weil ich ja jetzt auch... Oh, ich glaube, das habe ich hier noch gar nicht erzählt. Ich plane jetzt tatsächlich offiziell 2 Vlogs die Woche, weil die letzten beiden Wochen es immer passiert ist, dass ich spontan gesagt habe, okay, ich teile den Vlog in 2 und das fand ich immer irgendwie doof. Und jetzt teile ich den einfach von vornherein in 2. Das heißt, es gibt jetzt immer mittwochs einen neuen Vlog und sonntags. Und davon ist dann nämlich immer quasi ein Vlog, die 3 Tage, wo Jordan dann bei mir ist und die anderen Tage, wo Jordan nicht bei mir ist. Und dann gibt es halt trotzdem freitags den Podcast, da hat sich nichts geändert. Und dann, ja, habe ich halt überlegt, dass es montags dann immer ein neues Video gibt. Ich kann aber halt zum Beispiel dann auch trotzdem noch dienstags oder donnerstags noch ein weiteres Video hochladen, wenn ich spontan halt was habe. Ja, das ist jetzt gerade so der Plan. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare, wie ihr das so findet. Wenn es 2 Vlogs die Woche gibt und so viele Videos, also lange Videos natürlich, Shorts gibt es ja trotzdem jeden Tag wie immer. Also man kann mir jetzt nicht vorwerfen, dass ich heute nicht produktiv war, aber gleichzeitig fühle ich mich so, als hätte ich heute nichts gemacht und nicht wirklich irgendwie was großartig geschafft. Weiß nicht, ich war den ganzen Tag produktiv. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke, was habe ich gemacht? Ja, wow, ich habe ein Podcast-Skript geschrieben. Ich habe meine Haare gefärbt, ich bin zur Physiotherapie gefahren und dann habe ich den Podcast aufgenommen. Und dann habe ich ein bisschen gestruggelt. Ich hätte den längst schon geschnitten haben können oder noch ein weiteres Video aufgenommen haben können, aber ich habe dummerweise ein Video gelöscht,
was ich noch brauchte. Ja, und keine Ahnung, wenn ich so aufzähle, dann ist es voll viel, was ich gemacht habe. Aber irgendwie fühle ich mich trotzdem so, als hätte ich nichts geschafft. Das ist komplett crazy. Ja. Ich habe mir ein bisschen Reis gemacht. Nicht selbst gekocht, sondern aus der Tüte in der Mikrowelle. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich will ein bisschen mehr kochen diese Woche. Aber für mich ist das schon gesünder, als ich sonst esse. Pablo hat auch was, aber irgendwie will der gerade nicht. Der liegt da, guckt mich an. Gleich bestimmt. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Ich habe gerade meine Twitch-Panels bearbeitet. Komplett random und ich habe viel zu viel Zeit dafür gebraucht. Aber ich hatte Bock drauf, war motiviert und habe das jetzt gemacht. Vor allem, weil ich ja auch überlege, so Pomodoro-Coworking-Streams zu machen. Ja, und da wollte ich halt coole Panels für haben. Übrigens, das ist ein typisches ADHD-Thing, dass man sich so denkt, okay, ich muss das und das machen. Oh, aber da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Und man verbringt dann extrem viel Zeit mit irgendwas, was komplett unwichtig ist. Nicht nur in dem Moment, sondern generell. Also ja klar, wenn man jetzt Fulltime-Streamer ist seit Jahren, dann sollte man coole Panels haben. Aber wenn du gerade anfängst, dann juckt das halt kein Schwein. Und ich hatte schöne Panels, also es ist jetzt nicht so, als hatte ich gar keine oder so, aber mein Fokus liegt halt auch definitiv nicht auf dem Stream. Deswegen war das jetzt eigentlich gerade ein bisschen, nicht verschwendete Zeit, aber normalerweise sollte ich sowas machen, wenn ich halt jetzt nicht andere Dinge geplant habe. Aber naja, ich mache halt so eine kurze Pause und dann möchte ich immer noch ein Video drehen. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Seit 3 Tagen will ich dieses Video drehen. Und Skript und alles ist fertig und ich will das unbedingt machen, weil ich gerade noch die Locken habe und so. Und eigentlich bin ich voll motiviert, aber ich hänge mich die ganze Zeit an anderen Sachen auf. Seit Tagen. Und deswegen komme ich dann nie dazu, weil dann ist es irgendwann zu spät und dann sage ich, ja, okay, dann halt jetzt auch nicht mehr. Aber ich will es heute echt machen. Vor allem, ich habe eben so ein episches Skript noch geschrieben. Heute Morgen. Eben, ist auch schon wieder ewig her. Aber das werde ich heute nicht filmen. Weil das will ich, dass das richtig geil wird und da habe ich heute dann nicht genug Kopf für. Aber das andere, das ist relativ schnell abgedreht. Das werde ich, denke ich, gleich machen nach dem Essen. Nach der kleinen Pause. Ja. Und danach wird dann noch ein bisschen Video bearbeitet. Das mit der Produktivität diese Woche klappt richtig gut. Das mit der Küche, naja, nicht ganz so gut. Und warum? Weil ich die ganze Zeit dachte, oh, ist ja nur ein bisschen. Ich muss ja nur die Spülmaschine vollräumen und dann muss ich die anstellen und dann ist die Küche quasi fertig. Und deswegen habe ich es nie gemacht. Keine Ahnung, das ist komplett die dumme Begründung. Ich weiß, ich nerv mich auch selber damit. Aber jetzt ist halt Freitag. Ich habe aber so viel. Ich habe Videos geschnitten, ich habe Skripte gemacht, ich habe Ideen, ich habe Shorts gemacht und alles geplant und hochgeladen. Ich fühle mich sehr gut. Aber jetzt ist es langsam an einem Punkt, ich habe keine Tassen mehr im Schrank, ich habe keine Teller mehr im Schrank und ich habe kein Besteck mehr im Schrank. Das heißt, ich mache jetzt eine kurze aktive Pause, räume jetzt hier die Spülmaschine ein und stelle die an. Dann esse ich was und dann arbeite ich produktiv weiter. Das ist ein Plan, oder? Ich finde das ein guter Plan. Ich wollte euch noch was zeigen, was ich gestern gekauft habe. Ich habe nämlich jetzt, voll viele Küchenutensilien jetzt nicht mehr, dadurch, dass ich jetzt plötzlich alleine lebe. Ein paar habe ich auch, glaube ich, ja vergessen oder aus anderen Gründen bei meinem Ex gelassen. Ich hatte keinen Pfannenwender, war super nervig mit den Pancakes, habe einen Löffel benutzt. Jetzt habe ich einen. Dann habe ich endlich wieder so einen Silikon-Küchenpinsel. Er ist ein bisschen hässlich, aber es war irgendwie der letzte, den die hatten. Und der war jetzt auch nicht so teuer. Das heißt, ich kann mir irgendwann mal einen besseren kaufen. Ja, super. Dann habe ich jetzt endlich wieder eine Zange. Die ist super billig und kacke. Aber auch die war zum Glück nicht so teuer. Ich hatte eine richtig, richtig gute von, ich glaube, Lifehide oder so. Und ich habe die so geliebt. Ich habe die so viel benutzt. Ja, und jetzt ist sie halt einfach weg. Das ist so traurig. Ja, und ich brauchte ganz dringend einen Sparschäler. Ich hasse eigentlich diese Dinger. Ich mag das lieber, wenn die so, also so sind wie das Messer quasi, nur halt als Sparschäler, falls ihr versteht, was ich meine. Aber er war billig und sie hatten nur diese Auswahl. Also dachte ich mir jetzt gerade, besser als nix. Naja.
es eigentlich so warm auf einmal? Wie wär's mal mit einer Vorwarnung? Pablo ist gerade beim Hundefriseur. Ich war in der Zeit ein bisschen einkaufen, habe ein paar Sachen besorgt und jetzt gleich muss ich ihn dann wieder abholen. Es ist so warm. Es ist so warm. Ich bin gar nicht vorbereitet. Ich bin einfach nicht vorbereitet. Aber produktiver Tag. Ich habe den Podcast schon fertig geschnitten, bevor wir los sind. Dann habe ich ihn zum Hundefriseur gebracht. Die Zeit nutze ich jetzt halt gerade auch produktiv mit einkaufen, sodass ich nachher nicht nochmal los muss. Leider habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit übrig, aber nicht genug, um noch Katzenstreu zu kaufen zum Beispiel. Dafür muss ich halt noch in einen extra Laden und das brauche ich relativ dringend. Ich müsste es aber nicht unbedingt heute machen, wenn ich so drüber nachdenke. Weiß ich noch nicht, aber das kann ich theoretisch eben auch mit Pablo zusammen. Da kann ich ihn mitnehmen, mit reinnehmen. Deswegen werde ich jetzt erstmal kurz was essen. Das habe ich nämlich davor vergessen. Ich habe nur gefrühstückt und dann war so, ach ja, der Termin ist um 2. Dann habe ich wahrscheinlich eine halbe Stunde, nachdem ich ihn abgegeben habe, spätestens Hunger. Ja, deswegen, ich esse jetzt hier gleich so ein paar Zimtrollen und dann zu Hause nochmal was Vernünftiges. Und ja, so sieht's aus. Ich bin krass motiviert heute, by the way. Ich bin so motiviert, Dinge zu tun. Wir kommen gerade aus dem Wald. Es war übrigens mega warm. Es ist voll warm heute. Natürlich musst du jetzt gerade anstrengend werden, wo ich drehen will. Pablo, komm her. Ja. Zum Thema Produktivität wollte ich da was sagen, weil ich habe es wieder so genossen und ich liebe es gerade. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich produktiv bin, dass ich die ganze Zeit produktiv sein muss. Weil ich auch motiviert bin vielleicht und das machen will. Und ich habe das Gefühl, ich habe keine Zeit für diese Pausen. Aber diese Pausen sind auf der anderen Seite so wichtig. Einmal, damit ich halt nicht am nächsten Tag gar nichts machen kann, weil ich halt so kaputt bin. Und zweitens, weil man wieder viel bessere Gedanken dadurch bekommt. Und ja, Pausen sind halt einfach wichtig. Und ich hatte ja, ich glaube, ich habe in meiner letzten Podcast-Folge drüber gesprochen, dass ich mal eine Zeit hatte, wo ich einen Tag die Woche gar nichts gemacht habe, also halt nicht gearbeitet habe, sondern nur Sachen gemacht habe, wo ich halt Lust drauf hatte, so Dopaminpausenmäßig, so Hobbys, oder halt wirklich einfach mich ausgeruht habe den ganzen Tag. Und das war so gut, weil ich die restlichen 6 Tage so viel produktiver tatsächlich war, als wenn ich 7 Tage durchgearbeitet habe. Und das wollte ich so ein bisschen wieder einführen, aber wahrscheinlich klappt es nicht ganz. Aber ich war ja gestern beim Hundefriseur mit Pablo und ihr wisst ja, dass ich überlegt habe, ob ich ihn abgeben muss. Und tatsächlich haben die mir ein bisschen wieder Hoffnung gegeben und gesagt, ey komm, haben mir so ein paar Tipps gegeben, wenn du es so und so machst, in 2 Wochen alles fein. Also nicht alles fein, aber dann hast du eine Basis, mit der du ganz gut arbeiten kannst. Und deswegen bin ich jetzt gerade wieder ein bisschen motivierter und möchte Pablo ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Zeit schenken. Und er guckt mich gerade auch mega süß an. Weil ich auch gestern beim Hundefriseur habe ich irgendwie gemerkt, so mein Gott, weil sie meinte nämlich, dass sie eventuell wen weiß für ihn und dann war es auf einmal so real und ich war so, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich hatte mehrere Gründe und ich stehe noch hinter den Gründen, aber gleichzeitig denke ich jetzt gerade so, okay, ich werde jetzt ihm nochmal oder uns nochmal diese letzte Chance geben und werde das nochmal aktiv versuchen. Ich habe auch überlegt, ich werde da vielleicht eine Reihe auf Instagram und TikTok draus machen. Falls euch das interessiert, schaut euch das gerne an oder schaut gerne auf Instagram vorbei. Wir werden das durchziehen. Wir werden 2 Wochen richtig aktiv machen. Und das heißt halt auch, dass ich genug mit ihm rausgehen muss, dass er eben ausgelastet ist. Und ich wohne halt jetzt schon direkt neben dem Wald. Und warum gehe ich da nie hin? Ja, okay, weil es halt kalt und unangenehm war und weil ich meistens die große Runde abends gemacht habe und da war es dann halt schon dunkel und dann gehe ich halt nicht mehr in den Wald. Oder es war nass und ich hatte halt keine Gummistiefel. Und dann konnte ich halt auch nicht wirklich mit ihm in den Wald gehen. Aber jetzt gerade waren wir im Wald und wir haben gar nicht so eine Riesenrunde gemacht. Also es war eine halbe Stunde, aber es war so eine richtig angenehme Pause. Und ich liebe es ja sowieso im Wald. Und er auch, er war so glücklich. Und deswegen werde ich jetzt einfach diese aktiven Pausen so einbauen, dass ich mit Pablo irgendwie rausgehe, wirklich eine große Runde im Wald mache. Vielleicht mache ich die morgens auch, dass ich 2-mal quasi eine halbe Stunde mit ihm im Wald bin. Aber mindestens halt, dass ich es einmal am Tag mache. Und das wird dann wahrscheinlich der Nachmittag, weil ich eben mit ihm morgens direkt nach dem Aufstehen gehe, ohne gefrühstückt zu haben, weil er immer so schnell raus muss, damit er dann auch nicht drinnen pinkelt. Und ohne Frühstück so eine große Runde sehe ich mich momentan einfach nicht. Aber das ist jetzt gerade so die Phase. Produktiver sein, gleichzeitig Pablo ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Zeit schenken. Und ja, dann gibt's nächste Woche und übernächste Woche, denke ich, dann nochmal ein Update, wie es so aussieht.